Hi und herzlich willkommen hier auf pierosini.com, die Wine Show. Schön, dass ihr dabei seid, heute mit diesem Wein. Pau Feder 2012 von Ibn Saidi Family Wines aus Südafrika ist mir sozusagen in die Hände gefallen und ich bin natürlich sehr neugierig. Ibn Saidi, man hört Gutes, man hört Schlechtes. Auf jeden Fall jemand, der polarisiert. Persönlich leider noch nicht getroffen. Ja, wir sind hier in Südafrika, nördlich von Cape Town im Swartland, eine Region, wo ich leider auch noch nicht gewesen war. Aber was mich an dem Wein interessiert ist, klar, der Wein ist von Ibn Saidi oder Ibn Sadi, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ibn Sadi noch gut aus oder Ibn Wadi noch da? Nein, Quatsch. Also Ibn Saidi, ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Der Wein ist 100% aus Cinsault und Cinsault ist eine Rebsorte, eher bekannt so in der südlichen Rhone. Ist auf jeden Fall auch einer der 13 Rebsorten vom Châteauneuf du Pape. Reinsortig bekommt man ihn eigentlich eher selten im Glas. Ich auf jeden Fall bin deswegen mal gespannt, wie der Wein schmeckt. Ja, man sieht jetzt hier in der Farbe schon beim Einschenken, erinnert mich eher so ein bisschen an Pinot Noir, Cinsault. Kleine Anekdote, vielleicht nebenbei, ein klein bisschen so Lehrstunde. Eine der bekanntesten südafrikanischen Rebsorten ist definitiv Pinotage. Und Pinotage ist eine Kreuzung aus Pinot Noir und Cinsault. Früher Hermitage genannt, deswegen auch der Name Pinotage. Auf jeden Fall von der Farbe erinnert er mich jetzt ein bisschen auf jeden Fall an Pinot Noir, also sehr transparent, jetzt nicht so dicht. Man sieht das jetzt hier sehr schön an der Farbe, sehr transparent, so ein dunkles Rubinrot 2012. Da ich heute in Eile bin, weiß ich auch gar nicht, wie der Jahrgang 2012 überhaupt in Südafrika ausgefallen war. Aber deswegen sind wir hier und deswegen probieren wir jetzt den Wein. Ja, aus dem Glas heraus bahnt sich schon so eine gewisse Eleganz. Ist auf jeden Fall, wirkt sehr, nicht überladen, also kein überextrahierter Wein. Ganz feine, filigrane Aromen kommen eher raus. Man hat so ein bisschen den Eindruck da kommen auch Kräuter durch. Ja, so ein bisschen gepresste, vielleicht so gequetschte Beeren, dunkle Beeren, rote Beeren. Ein bisschen Lakritz. Ganz dezente Röstaromen auch. Auf jeden Fall blitzblank. Ein bisschen verhalten, 2012er. Was nicht zu sagen hat, bin mal gespannt, wie der Wein schmeckt. Wow. Also hinten raus sehr würzig, sehr viel, wie nennt man es, sehr viel Grip, sehr viel, dieses ein bisschen so Graffitige hat der Wein, kombiniert mit einer dichten Frucht, die sich auf jeden Fall hinten aufbläht, im Sinne von, also schon eine sehr, keine sehr dichte Frucht, trotzdem eine kompakte Frucht und ein bisschen verwoben, auch ein bisschen so mit Kräutern. Aber ich muss noch mal nachprobieren. Also ist auf jeden Fall ein ganz eigener Taste. Also dafür, dass der Wein auch die Farbe von der Farbe her und von der Nase eher so ein bisschen so zurückhaltend ist, hat er doch sehr viel Kraft am Gaumen. Also schon, ich würde sagen, ein kräftiger Körper, der aber, wie soll man sagen, also die Frucht ist nicht so marmeladig, nicht fett, sie wirkt eher kühl. Geht Richtung wie für mich, ob es man mit Pinot Noir vergleichen kann, sei jetzt mal dahingestellt. Mich erinnert es ein bisschen so an die Stilistik, hat ein bisschen mehr sowas von schwarzer Kirsche noch mehr. Mir gefällt der Wein, 2012, Pau Feder oder Pau Feder. I don't know how to pronounce, but Ibn Saidi würde ich gerne mal kennenlernen. Importiert wird er in Deutschland von Hendrik Thoma, ist ja auch kein Unbekannter, sozusagen Kollege. Von mir aus auf jeden Fall, wenn man ihn jetzt wirklich mit Zollpunkten bewerten würde, ich weiß eigentlich gar nicht, wie bewertet ein Hendrik, mit 5 Punkten. Also da würde ich sagen so zwischen Richtung 4. 3,5 Richtung 4. Ja, ist ja fast wie in der Schule eigentlich, ne? Also meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Wein, der anders ist, den man auf jeden Fall probieren sollte. Das war's
Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.